Developed by Crows. Written by Davy Redden. Bitte wähle deine Untertitelsprache Deutsch. Hast du das Stanley Parable schon mal gespielt? Nein. Uhrzeit. Passt schon. Und damit willkommen zu Let's Play The Stanley Parable Ultra Deluxe. Man kann, so hörte ich, so wurde mir gesteckt, wird gefurzt. Ich weiß nicht, das sieht so dunkel und nicht besonders hübsch aus, dieses Lager. Es sieht doch gefährlich aus. Ich schaue mich erstmal um. Wie in einem Videospiel üblich. Okay. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ja, es tut mir leid. Es bleibt auf. Oder auch nicht. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. Was? Was bedeutet das? Bin maximal verwirrt. He entered the door on his left. Mhm. Nun ja. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means... Also in meinem alternativen Leben möchte ich tatsächlich mal ein Büromensch sein. Ich möchte im Büro leben und nicht mit meinen Angestellten herumschlagen. Ich weiß nicht, auf was für einem Pfad ich mich gerade befinde. Das ist sehr... So sieht eine Bossetage aus. Das Bild vor allen Dingen. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. He drew a sharp breath and then spoke the code. Shark 115. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Was jetzt? Metaebene. Wir sind tot. Was? Warte. Was machst du da? Du hast mir gerade gesagt, dass es 12 Uhr sei. Letztes Mal, als du gespielt hast, hast du auch gesagt, dass es 12 Uhr wäre. Was ist wahrscheinlicher? Dass du dieses Spiel zweimal in Folge genau um Mitternacht startest oder dass du die Aufforderung, die korrekte Zeit einzustellen, einfach ignorierst? Ich denke, wir alle wissen, was wahrscheinlicher ist. Findest du nicht, dass es wichtig ist, die Uhr genau einzustellen? Denkst du, ich würde dich um die Uhrzeit bitten, wenn sie nicht entscheidend für deine Erfahrung mit The Stanley Parable wäre? Für wie rücksichtslos hältst du mich? Dieses Spiel war nicht leicht zu entwickeln. Denkst du, wir hatten Zeit, belanglose Features ohne Bedeutung einzubauen? Sorry, ich habe mich da wohl etwas mitreißen lassen. Schau mal, ich vermerke hier, dass es 12 Uhr ist. Aber ich vertraue dir, dass du tatsächlich zweimal in Folge genau um Mitternacht das Spiel gestartet hast. Und würdest du mir einen Gefallen tun? Wenn du das nächste Mal das Spiel startest und dieses Fenster siehst, gib bitte die wahre, korrekte Zeit an. Sind wir wieder auf derselben Wellenlänge? Alles klar, gut. Okay, spiel das Videospiel.
Let's play. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Ja! Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he... Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Okay. This is the story of a woman named Mariella. Hä? So it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ah! When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Dieser Teppichboden sieht so weich aus irgendwie. Ist mir viel lieber als Parkett oder also Laminat. Ich bin hier was auf der Spur, Leute. Da wollen wir hin. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Ah! Jetzt machen die dieselbe Chose wieder, und zwar an der Stelle. Was soll das? Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Hä? Wo ist denn die Tür, wo wir hergekommen sind, hin? Man darf nicht mehr zurückgehen. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Jungs. Was? Das verändert alles. I'm looking for some real critical feedback here. 1 bis 5 Sterne. Ist ja wie YouTube früher. Feedback Area. Er rechnet doch damit, dass wir jetzt... Guck, das ist mindblowing. Er rechnet doch jetzt damit. Er will, dass wir die 1 drücken. Deswegen kriegt er von uns 5. Ah, ich bin auf dem letzten Platz. So will er es mir verdeutlichen. Warum fragst du nicht Freunde nach Hilfe? Freundesliste leer. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Was zum? Wir wollen das Baby nicht sterben lassen. Wir sind doch keine Babyhasser. Seid ihr Babyhasser? Mai 1989? Da gab's mich noch nicht. Beziehungsweise ich hab's mir gerade in einem Belly so richtig gemütlich gemacht. Das sieht zu. No, it can't be. Sieht besser aus als It Pokémon. is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Hä? Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big Aber open Open World wandering ist doch around in. no right or wrong direction. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Komm grad nicht drauf, wie das Spiel nochmal Okay, so what hieß. exactly? How will you write a story without me? You can't do it, you know that. Stanley, come back. Wow. Hä? Hä? Wo fall ich denn jetzt hin? Aber weg von ihm ist schon mal keine schlechte Idee. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ah! Ja, vielleicht besser. Natürlich haben wir 12 Uhr Mitternacht. Wie immer. Oh, er wird sauer. Mehr konnte ich wohl von dir nicht erwarten. 12 Uhr. Schon wieder. Nachdem wir ausgiebig über das Einstellen einer richtigen Uhrzeit geredet haben. Warum? Warum kannst du nicht ein paar Sekunden nehmen, um die Uhrzeit einzustellen?
bist du einfach nur faul? Oder hast du es einfach, Videospieleinstellungen anzupassen? Ich halte es für möglich, dass du einfach Einstellungsmenüs hast. Ich sag dir was. Lass uns das mit dem neuen Regler klären. Wie sehr verachtest du das Anpassen von Einstellungen in Videospielen? Überhaupt nicht. Es ist ein tiefgreifender und inniger Hass. Am besten, ich stelle hier gar nichts ein. Tür geöffnet. Broom ist doch Abstellkammer. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ich finde das eine schöne Kammer. Doch hier gibt's auch schöne Werkzeuge. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ich meine, die Wände sind nicht fertig geputzt oder so, aber verputzt. Wir haben hier aber den äußerst dreckigen Putzeimer. Are you really still in the broom closet? Ja. Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Dieses Brummen macht mich natürlich auch ein bisschen nicht fertig, aber was ist das? Das Licht? You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Das ist aber ein guter Schraubenschlüssel. Da kann man dran drehen und dann kann man größere oder kleinere Muttern Maybe to ziehen. you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Es kommen aber auch immer mehr Dialoge, ne? Stanley was fat and ugly and really, really stupid. Was? He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Was? Ich bezeichne es als Provokation. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Wir warten gerne noch ein bisschen. Wie lustig, ne? Das ist quasi abfotografiert. Und eigentlich ist das Foto ein Bild, wo das Kabel in diesen Putz reingeht durch die Wand. Aber hier im Spiel ist halt einfach eine flache Textur. Finde ich witzig. Gut, um ehrlich zu sein, das ist ein Ding, das ich wusste über das Spiel. Die Besenkammer. Das habe ich nämlich damals gesehen. Beim Blues Brother im Stream. Daraufhin hat er mir das Spiel auf Steam zur Verfügung gestellt und genau das spiele ich. Die PC-Version, habe ich noch gar nicht gesagt. Habe ich hiermit gesagt. Deswegen danke nochmal an Bluesy. Ich glaube, jetzt ist er wirklich fertig. Kann das sein? Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Hallo. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ja, ist okay. 2845. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo.
Was? Ich wollte gerade eingeben, 2,8. Das Geheimnis des Chefes ist, was genau? Sieht ein bisschen aus wie die Abstellkammer. Finde ich gut. Ach du Scheiße. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Psychospielchen, ja. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Du Scheiße. Was? Definitiv Portal Vibes. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Was? Aber die Erzählerin, der Erzähler, des Erzählers? Aktenschränke. Countdown-Raum. Eine erste Version des Countdown-Raums. Irgendwas sagt mir, dass ich hier auch gespoilert werde. Kann das? Erzähler-E-Mails. Nach dem zweiten Trailer haben wir die Leute darum gebeten, dem Erzähler Fragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir diese für weiteres Promomaterial eingeplant hatten, haben wir keine perfekte Verwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. How's the game going? Hope it's good or better than the first one. From a cool man. Are you a rock? Das hat schon das Niveau von so manchen YouTube-Kommentaren. Das ist mal... Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ups. Hätte ich es wirklich machen sollen? Nee, oder? Dann wären wir doch auf jeden Fall zurückgegangen, oder? Ich kriege jetzt mal einen Anfall, wenn ich mich hier wieder sehe. Das macht mich kirre. Wie so täglich größtes Murmeltier. So richtig so... Was ist schon wieder passiert? Bitte passe den Regler so an, dass die Nummer 5 zur Nummer 9 wird. Nein geguckt. Okay, from the top. Ach, wirklich? Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Haben wir das wenigstens mal gesehen. When Stanley... Wait, what? No. Huh? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move? Ist gar keine Tür da. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Warte mal.
Kann nicht durch die Wand gehen, so unsichtbare Wände oder so. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Was ist das denn? Das klingt total Banjo-Kazooie. Schraube locker, hätte ich sogar gesagt. Und ein bisschen Deutsch. Folgen wir der Linie. Cut the music, go back and look at that fern. Das ist doch jetzt... Nein, das ist doch jetzt wirklich ein Machtspiel. Das ist doch Schikane. Ich will mir diesen scheiß Fahnen jetzt nicht angucken. All right, now, I want you to come in and tell me all about your Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ich dachte für einen Moment, ich wollte schon sagen, ich war ganz am Anfang beim ersten Versuch so nah dran. Ist es ein Hotel oder? Sorry, but you're in my story now. Verdammt, er hat mich. Oh nein. Und ich kenne dich immer noch nicht richtig. Und du mich auch nicht. Und niemand von uns weiß, wie spät es ist. Manche Einstellungen sind wohl einfach uneinstellbar. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat die Uhrzeit sowieso keine Funktion im Spiel. Ich wusste es doch! Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Aber, ich wusste halt noch, welcher Code das war. Entschuldige mal bitte. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Na, da wissen wir ja, was wir gleich machen, ne? Ist euch bewusst, was kommt, oder? Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Nope, ich doch nicht. Das Weltfriedensbaby. Das bin ich. Ja, ich bin's. Natürlich. Ich glaube, ich muss ihn diesmal aussprechen lassen. Kann das sein? Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Na, da bin ich mir froh, dass er es beschleunigt. Haha. Sehr witzig. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Was? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Er macht sich doch nur einen What's the Spaß matter, draus. Stanley? From the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Lass mich raten. Mein Büro. Ich bin gut. Wie soll man das denn triggern? Stepping in.
Jetzt ist hier wieder auf, aber er sagt nichts. Ich kann alles wieder zurückgehen? Seit wann? Das Game geglitscht. Jetzt ist hier auf. Ist das gruselig? Was ist das denn? Das glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Das glaube ich nicht. Also, eigentlich sollte ich ja nicht mehr überrascht werden, aber ich werde jedes Mal wieder überrascht. Dass er nicht da ist, verwirrt mich am allermeisten. Das macht mich fertig. Escape. Escape! Escape. Was? Good job, you did it. 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 Perfekt. Was Geileres, also das ist wirklich, ne, jetzt halt mich für bekloppt, das ist, finde ich, das geilste Ende bisher. Wisst ihr warum? Weil die haben einen Bug gehabt, denen ist es nicht aufgefallen und als sie dann für Ultra Deluxe sich dachten, jeder andere Entwickler hätte den Bug entfernt. Dass man da nicht hochklettern kann, eine unsichtbare Wand, dass man nicht runterfallen kann, irgendwas in der Art. Aber die Entwickler von Stanley Parable, die denken so. Die bauen das als Feature ein. Das ist so out of the box, ne? Die lassen das bewusst da. Du kannst es immer noch machen, du kannst es wieder machen. Good job. We did it. Also vor allen Dingen, dass draußen halt wirklich einfach nur weiß ist. Finde ich halt witzig. Ja, jetzt habe ich einen Satt. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Oh nö. Warum habe ich jetzt noch so eine Sache ausprobiert? There once was a man named Stanley. Gut. Alter! Give up on your dreams! There's no turning back! Don't touch the secret! You never go... Secret? Secrets! 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 Secrets Room 2014! Das Witzige hieran ist... Das ist Free YouTube-Musik. Kevin MacLeod. Ich habe diesen Song selbst benutzt für das Gamescom Kunstvideo. Ist der Markus und die Kunst, wo ich mit Ado und Madden rumgelaufen bin und wir haben ein bisschen Späßchen gemacht. Und am Ende das Outro, da habe ich den Song hier benutzt, wo wir so vor die Spiegel gelaufen sind. Ja, also, ich hab's versprochen, jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir. Das, wirklich, der Zeitpunkt ist gekommen. Nur noch ein Ende. Nein, Spaß. Alright, let's see, it's the jump circle?
Ich habe heute noch gesagt, wir können nicht springen. Ja, es war mir klar, das wird jetzt so albern dargestellt und gleich kommt krasser neuer Inhalt. Ach, das waren noch Zeiten. Setzen uns hin und gehen. Ich finde das wirklich schön hier. Also wenn die hier gutes Internet haben, bleibe ich hier. Person of the Year. Aha. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Oh, jetzt kommt der dunkle What's Teil. this? What's down here? Die Steam-Rezension. No, Stanley, it's a collection of reviews Oh from nein. Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Jetzt kommen die Surely these schlechten reviews were glowing Bewertungen. as well, weren't they? Oh nein. Okay. Nicht empfohlen. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Doch. Jetzt fängt er an zu zweifeln. Ihr verdammten Steam-Reviewer, ihr seid schuld. Yes, a skip button we shall have. Und da ist jetzt der Skip-Button drin. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly... Also er will, dass wir das drücken, ne? Ich verstehe das schon. Aber ich bin so neugierig, was für ein Text noch kommt, was er labert. Aber achten wir so ein bisschen auf die Uhrzeit, ob die sich verändert. Wenn ich gleich auf den Skip-Button drücke, dann achtet ihr auf die Uhrzeit. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. Er ist fertig. Ich brauche den Skip-Button gar nicht. Ha! How do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Was? You've just been frozen there. And there's no door, Stanley. Oh, Stanley, you're back. You're back. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've Halt die always Klappe. been doing? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and Oh, about shit. us and about everything we've been through. I've had so much time. Ist I stehen stopped geblieben. keeping track after a year. Have Nach you ever einem sat Jahr down habe in ich den one place Überblick and not verloren. moved for one entire year? I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. Halt doch mal die Klappe! Oh je. Wie lange? Oh Gott, ich glaube, er ist tot! Wie viele Jahre waren wir weg? Ach, der Rauchmelder will die Batterien gewechselt haben. Is never the end, is never the end, is never the end, is never... Oh Gott, der Ärmste. Huch. Es ist undicht geworden. Aber würden nicht irgendwann auch die Blätter verschwinden? Sich zersetzen? Huah! Hat was von Portal, auf jeden Fall. Jetzt kann ich schneller hier hinten gucken. Ach du Scheiße. Aber wie lange dauert das denn, bis es einfach so zerfällt? Das sind ja Jahrhunderte. Ich habe Angst. Das ist ein bisschen der Film Die Zeitmaschine von 1960. Wo er sich einfach denkt an Ort und Stelle, gut, ich warte jetzt hier mal ein paar Millionen Jahre und guck mir das an. Im Fast-Forward-Stil. Erzähler? Ich vermisse ihn langsam. Wo ist er denn? Na, Mensch. Wisst ihr, die Natur holt sich ja alles zurück, ne? Kirby und das vergessene Land hier am Start. Ich sehe nur einen Weg, das rauszufinden. Oh nein!
Wo sind die Blumen? Oh, da waren die Menschen. Irgend so ein Atomkrieg mal wieder. Man kennt's. Warum gehen die Pflanzen denn jetzt kaputt? Das Klima hat sich komplett verändert. Ach du Scheiße. Bisschen Angst, wo das hinführt. Warum geht der Raum nicht weiter kaputt? Ich will raus. Aber wenn jedes Mal... Jetzt wird's creepy. Jetzt kommt ein Horrorgame raus. Einfach im Void gefangen. Ach du Scheiße. Wie lange waren wir in diesem Raum? Er ist kaputt. Hier war ein Ozean. Aber Millionen von Jahren später ist die Erde nur noch ein Wüstenplanet. Ich sollte nicht lachen. New Content. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Oh, ich stand falsch rum. The end is never the end. Again! It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Potential. Sie sind zurück. 2 Türen. Aber ja, das passt schon sehr gut zum Spiel. Ja, das hätte ich gesagt. Das passt. Der Fahren! Sie haben doch gesagt, der Fahren wird irgendwann noch richtig wichtig. Ach du liebes Lieschen, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wunderbar. Der Knopf, der den Namen sagt des Spielers, der das Spiel spielt. Bonk. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. I want you to imagine yourself living as Jim. Sleeping and waking as Jim. Falling... Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to work as Jim, playing frisbee on the weekends as Jim, staying up all night for a popcorn and horror movie sleepover as Jim, developing a crippling substance addiction as Jim, rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Jim. See, if you'd only played along, that would have been your name the button says, but no. Instead, oh, I can't even think about it. I'm taking the Jim button away. Jim. Ich fand den Button cool. Tschüss, Jim. Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Gehört Jim in the game und stand vorher nicht da. Was ist das für ein Boden? Das ist vom Spiel, ne? Dieser Handy-Sound. Ich hatte das früher immer im Ohr. Und immer, wenn ich eine SMS bekam... Ja, wir reden von einer Zeit vor WhatsApp. Das Baby ist jetzt erwachsen geworden.
Bankrupt. Ja. You simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Alter, einfach ein Stanley Amiibo. Ich wollte Jim sagen. Alle wollen ihn haben. Und wir haben ihn. 1 von 6. Free, new and easy achievement. It just works. I can't believe it's that simple. Hier. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Schund! Clickbait! Ich dachte, ich kriege jetzt wirklich einfach eins, indem ich da hinlaufe. Hm? Oh. Ah! Das ist Stanleys Artwork. Werd bald wieder gesund! Und schönen 12. Geburtstag, Stiefnichte. Was? Ich soll sagen, welchen ich besser finde. Also eigentlich ihn, definitiv. Das sind schöne Farben, sind das. Aber das ist so zugeschnitten, so speziell. Das ist so, ich meine, weiß ist auch ein bisschen langweilig, aber für was benutzt man die eigentlich? Wo kannst du einem Get Well Someday Luftballons geben? Du gehst doch nicht mit Luftballons ins Krankenhaus oder so. Aber die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, schlichter. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Sein Ernst, ne? Das ist sein Ernst. Er fragt mich nach seiner Meinung. Und dann das. Okay, wenn du meinst. Oh nein, jetzt wird das ganze Büro voll. Einfach die Vips können hier chillen, so nicht über das neue Spiel unterhalten. Ich meine, auf der Gamescom im Pressebereich hinten, oder wie heißt es, VIP-Bereich, da war ich bisher immer, wenn ich auf der Gamescom hin durfte, bin ich auch hin. Aber ganz ehrlich, was da für Bürohengste rumhängen und sich über rein marktwissenschaftliche Sachen unterhalten. Und das Essen in diesem Gamescom VIP-Bereich, in diesen Hallen 1, 2 oder was es war, das ist einfach so absurd teuer. Und überall stehen die Frauen, die wollen dir eine Massage anbieten. Wirklich eine Massage. Und die wollen dann irgendwie 50 € und so. Auf freiwilliger Basis. Weil das alles so für ja, Besserlebende gedacht ist. Und dann komme ich, kleiner YouTuber, da an und in diesen Hallen hatte ich weniger zu suchen. Deswegen, das ist nicht mal ein Muss. Die VIP-Karten sind nur gut dafür, dass du nicht am Eingang lange stehen musst. Und da kannst du mal kurz durchschnaufen, ne? Gamescom ist immer volle Möhre, du kommst kaum zur Ruhe. Da kannst du dich mal hinsetzen und ein bisschen ausruhen, ganz kurz. You get to be with the whole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the whole have a wonderful rest of eternity together. Hole. Das ist nicht mal ein Loch, das ist ein Zustand. Hilfe! Hilfe! Ich höre was. Aber komme ich dann wieder in diese Halle? Oh nein! Nein! Hilfe! Zu Hilfe! Oh mein Gott. Episch. Ich mag es. Es schafft eine andere Atmo. Alter, das ist dieses fehlerhafte Klampfenspiel, das ist von Martha is Dead. Von daher kenne ich das. Ändere deine Realität.
Das sieht gut aus. Was zum? Ändere dich selbst. Lil. Lil. Was? Der ist cool. Der auch. Stanley? Stanley! Ich hoffe, das war intended, denn das Spiel hat den Undertale-Move gemacht und ist komplett ausgegangen. Das Spiel hat sich geschlossen. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Leute, der Titel. Willkommen zu Let's Play The Stanley Parable 2. Nach dem großen Erfolg von Stanley Parable und Stanley Parable Ultra Deluxe bekommen wir jetzt einen komplett neuen Nachfolger, der ganz anders sein wird und nur so strotzt vor großartigen Features, sodass es wieder 10 von 10 Wertungen geben wird. Dieses Erlebnis wird ganz anders sein und trotzdem dasselbe. Verlasst euch drauf. This is the story of a man. A cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. LOL! Leute, wir haben ein komplett neues Spiel. Bloß nicht runterfallen. Wie kann das denn halten? Ich traue mir jetzt aber viel zu. Hoffentlich hast du nicht zu viel gegessen letztes Mal. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Stanley, du machst uns Angst. Das war seine Stimme anscheinend. Office had begun. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was Ist das firmly convinced Raytracing? that the Guck euch bucket den had Eimer an. spoken to. Komm, wir gucken zusammen Fernsehen. Drücke A, um alle in deinem Leben außer mir zu ignorieren. Natürlich. Mein Eimer. I'm having feelings for the bucket. No, 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 no. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Oh nein, ich will nicht. Da ist das Schlafzimmer. Er erwartet mich im Bett. Der Eimer ist vermutlich nackt. Hey, Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Hey, My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it.
Die lassen sich nicht nur ein Ende dafür einfallen, sondern auch sogar, naja, nicht nur ein Dialog, sondern sogar, hier reicht's. Geht's wieder zurück zu meinem allerersten Ending. Telling him that the employee lounge was simply the place to be. Ich weiß nicht, sie können doch nicht für jedes Ending jetzt wieder. Das hätte ja einfach alles verdoppelt. I'm Dunny with the funny. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Meinst du? What? We're back at the phone already? No. Na gut, das ist vermutlich jetzt wieder ein unendlicher Loop. Ich meine, das war ja damals auch so, dass es uns immer wieder zurückgeführt hat, aber dann war links ja alles kaputt damals. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Ach, ist das schön, wenn die ganzen Leute mal wieder ausgeflogen sind. Diese Ruhe auch, ne? Da fühlt man sich nicht so beobachtet wie sonst immer im Büro. Kennt ihr das? Ich meine, ich kenn's nicht, aber jetzt sind wir wieder hier. Wir können entkommen. Stanleys Arme und Hände. Er opfert ihn. Leute, es ist der Abschied. Ja, komische Hände. Der tut so, als würde sein Haustier sterben oder so. Was soll ich dazu noch sagen? How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. Nein, der Eimer. Was tue ich jetzt? That it was. Replacement Bug. Warum? Was mit dir passiert? Du bist zurück, mein Freund. And try not to lose this one too, you dolt. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes. It's as classic now as it was back then. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Ich konnte es nicht tun. Leute, was ist hier los? Eins frage ich mich, ne? Je länger ich dieses Baby angucke, ne? Wo ist das Echte? Ich meine, das Baby, das da fotografiert wurde. Weiß das Baby? Gut, dann lassen wir uns mal wieder von den Massen feiern. There was no one here. Ich weiß noch nie, wo das ist. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir hatten hier so eine Unordnung gemacht. Du warst es. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. After some time had gone by, they installed a few shelves as Voll well. gut! And a Ich muss immer gucken wegen diesem Telefon. Der Witz ist ja, dass ich nur ein Ohrstöpsel im rechten Ohr habe, aus Gewohnheit. Ich brauche kein Stereo beim Aufnehmen. Und wenn ich hier vorbeilaufe, dann würde ich ja nur an der linken Seite den Telefonhörer hören. Würde mich nicht wundern, wenn in den Kommentaren steht, dann und dann hast du schon mal das Telefon überhört, weil ich höre halt nur rechts lang, ne? Und jetzt Stanleys Computer. Was zur Hölle? Item 1. Is this a bucket? Ja, klar. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Hologramm! Quatsch mich nicht voll. Das stimmt nicht. Item 2. Is this a bucket?
Er sieht genauso aus. Ist es auch ein Hologramm? Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ja, aber dann ist er trotzdem ein Eimer. Ist doch egal, wie er entstanden ist, oder? Das ändert ja nichts an der Definition. Item 3. Is this a bucket? Nein. Incorrect. This is a bucket. Willst du mich verarschen? To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Aber du mich oder was? Was kommt als nächstes? Wo sind die Ballons hin? Ist doch schon wieder irgendwas anderes. It was behind the boss's office. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Oh Gott. So Windows Movie Maker Style. Alter, so Videos habe ich auch gemacht. 2006, 2007? Auch diese Überblendung und schön verschwommen in 240p. Mit unpassender Musik. Irgendwelchen Memes, irgendwelchen auf Google rausgesuchten Figuren, Bildern. Du hast es hinter des Bosses Office gefunden. Thanks for watching. Bitte geben Sie 5 Sterne. Credits. Ja, alles der Erzähler. Oh, Stanley ist auch dabei. Copyright der Erzähler. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. 8 Minuten damit. Fantastisch. Also die Entwickler treffen echt den Zahn der Zeit. Ich finde schon. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, Memory Zone. Episch. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Was ist mit ihm los? Er kann nicht loslassen. Er will nicht einfach wieder sagen, Stanley merkte, dass seine Mitarbeiter nicht da waren, sondern er möchte es zelebrieren. Er möchte noch mal einsammeln. Höre ich das richtig? And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Yes, I love that video. Ich auch. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Wenn, dann gehe ich auch durch die rechte. Was jetzt mit meinen Collectibles? Was? Steht immer was anderes. Money Crisp. Die Bürostühle. Jim. Preise Jim. Würde ich sagen. Jim. Stanley. Oh, Collectibles ohne Ende. Wir kriegen noch mehr davon. Das erfüllt uns jetzt, oder? Ich will sie alle haben. Ja, schon 26 Stück, obwohl es nur 6 insgesamt gibt. Das ist doch fantastisch. Ich bin bereit. Bist du bereit? Toll! Wir müssen nur noch eine letzte Sache machen. Viel Spaß mit Stanley Parable. Das ist Stanley Parable 3. Teuflische Mitarbeiterin. Stark. Sieht aus wie eine Telefonzelle. Vielleicht kann ich ja endlich jemanden anrufen. Ich nehme den Telefon-Joker. Oder eine Bombe. Mein Bucket!
Es ist diese Fluchtkapsel, das eine Ending, wo wir den Eimer reingestellt haben. Und Stanley war ganz traurig. Jetzt können wir den Epilog nochmal machen mit Eimer. Wir haben ihn gerettet. Wir haben ihn gerettet, mein Eimer. Ich hab dich liebe. Ich hab dich so vermisst. Mein einziger Freund. Das ist das richtige Bild für die vierteljährliche Steuererklärung. Jetzt spiele ich das Stanley Parable 4. Ihr könnt mich mal. Was ist, wenn wir mit dem Bucket zum Bucket gehen? Vermutlich geht das nicht. Passiert gar nichts. Wait, there are 2 buckets here? How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? What the? Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you, Stanley. The power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. Nein! Which is why I'm subjecting you to the most serious punishment I can think of. 100 billion trillion years standing here in the serious room. Perhaps after that, we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything. But until then, serious room, go! Ich dachte, er will mir jetzt einen Trillionen Jahre langen Monolog halten. Hatte davor schon Angst. Und ich finde es auch schön, dass er den ernstesten Tisch aller Zeiten gefunden hat. Daran besteht, denke ich mal, kein Zweifel. Außerdem könnte mal einer hier wieder feucht durchmischen, wie ich finde. Bluesy. Es ist gut für die 100%, ne? Es ist gut, es mal gezeigt zu haben. Aber dann setze ich mich jetzt hier erstmal hin, ne? Und warte auf den nächsten Part von Stanley Parable Ultra Deluxe. Danke, Bluesy. Das war es ihm wert, ne? Das war es ihm wert. Aber das ganze Let's Play ist ja ihm gewidmet. Sonst wäre ich nie drauf gekommen. Du bist der Champion von allen Einstellungen, allen Slidern und jeder möglicher Nummer. Bitte genieße diesen Raum. Das ist dein Raum. Der ist nur für dich gemacht. Hier mit Memes. Der wird doch niemals alle Einstellungen in jede mögliche Einstellung ausprobieren. Bin begeistert. Das ist mein Raum, Leute. Und ich bin ganz ehrlich, der Raum ist gar nicht mal so schlecht gelegen. Also hier kann man durchaus, man könnte hier zocken, ne? Man hat ja auch zwar keine Couch gerade, aber wenn man die Stühle so richtig hinlegt, vielleicht kann man die auch zurechtsägen und dann hat man auch eine Couch. Und dann kannst du hier zocken auf der Leinwand an dem Projektor. Das ist doch der Wahnsinn. Und da kann man sich's gemütlich machen. Hier vielleicht ein bisschen. Ach, hier ist die Couch. Ja, dann nimm die doch. Und ich wollte schon die Stühle. Ich habe erst die Stühle zurechtgesägt und dann die Couch genommen. Das tut mir leid. Und dann richtig statt chillen, ne? Oder mit deinen Friends, ne? Wenn du mit deinen Friends bist, dann nimmst du halt die ganzen. Also ich mag das. Ich würde so gerne. Generell, ne? Der Teppichboden macht's einfach. So, und wenn ich mal kurz rausgehen will, ne, gucke ich mir auf der Messe an, hier auf der Gamescom, was so abgeht, so dies, das. Jetzt wieder das Telefon. Was? Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Yes. Carboxes, was? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Was wurde bestellt? Blöd, wenn die Untertitel fehlen, wa? Finde ich super. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ach, Mac-Boxes. Das sind Kartons mit ganz vielen Tassen drinne. Wir haben bestätigt, dass wir so viele Tassen bestellt haben. Ah, überall im Büro. Und da drüben auch. Das ist ja wunderbar. Was?
Wir haben Menschen gefunden. Ist das nicht dieser Bereich, wo die... Ja, da kommen wir so nicht hin. Yo! Der Fluch der Kopiermaschine. Was macht die Ananas und das Hühnchen da? Ja, und das zeigt für mich ganz klar, dieser Titelbildschirm. Das ist Stanleys große Bürokratie. Hä? Was ist das für ein Controller? Vor allem eine Kombination. Da ist ein Tesa-Abroller drauf und ein Hai-Radierer, glaube ich, und ein Tacker. Aber warum? Da stellt sich die Frage nach dem Warum. The Stanley Parable 10. Ausgedehnte Meerjungfrau. Abgelaufene Verfassung des Menschen. Alter, ist einfach so ein Anime-Love-Ding geworden. Wunderbar. The Stanley Parable 13. Nie wieder Inhalte. Stanley Parable 13. Nie wieder Inhalte. Uah. Warum dampft da so der Bo... Ich frag erst gar nicht, du Hosenscheiße. Stanley Parable 15. Prunkvolle Banane! Das Ende ist niemals Bombe. Exzentrik. Jetzt auch mit Bombe! Das muss sein. The Stanley Parable 18. Jetzt auch mit Bombe! Tja, da habt ihr es. Jedes Let's Play von mir hat auch irgendwie eine Bombe drin. Ihr dachtet, Stanley Parable konnte da entkommen? Nein! Der 18. Teil, der hatte jetzt auch Bombe. Das glaubst du aber. Tasche voll mit Babys. Das war die Stanley Parable 23. Letzte Haltestelle. Macht es gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein wahnsinnig gutes Spiel, das ich jedem ans Herz legen kann. Ihr habt es jetzt gesehen, aber wer es noch nicht gesehen hat, der muss es ausprobieren. Es sagt viel über den Menschen aus. Ja, aber der Humor ist auch meins. Gut, manches war nicht so witzig, aber manches war arschwitzig. Dankeschön, Daumen hoch und das ist es wirklich gewesen. Hier kommt kein Part mehr danach. Nach jetzigem Stand. Aber ich sag bis dann und ciao.